Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind der Pomade-Shop. Wir haben uns auf Haarstyling-Produkte theoretisch aus den 20er bis 50er Jahren, aus den 1920er bis 50er Jahren spezialisiert, haben aber auch eine sehr, sehr große Bandbreite an modernen Produkten in unserem Sortiment. Genau, und ein solches moderneres Produkt würde ich euch heute gerne vorstellen. Denn wir sind mit der Marke O'Dowds immer noch nicht ganz durch. Wir haben noch nicht alle Videos, wir haben euch noch nicht alle Produkte vorgestellt. Es fehlt nämlich noch die Matte Paste. Die uns regelmäßig verfolgen, werden gesehen haben, die Bandbreite ist relativ groß bei O'Dowds, sind aber tatsächlich hauptsächlich alles moderne Produkte. Und die sind alle vegan. Und das ist jetzt bei der Matte Paste auch wieder der Fall. Ich zeige sie euch kurz von innen. Es gibt eine weiße Masse. Man sieht schon im Tiegel, dass die ein bisschen fester ist. Das werdet ihr auch später in den Haaren merken. Die gibt euch nämlich schon, ich würde sagen, firm bis heavy Halt, je nachdem, wie viel Menge ihr verwendet. Inhaltsstoffe finde ich interessant. Es ist nämlich fast ein unorthodoxes Produkt, ein unorthodox wasserbasiertes Produkt. Denn an erster Stelle steht Wasser. Ist deshalb auch relativ leicht auswaschbar. Shampoo wäre aber schon ganz praktisch. An zweiter Stelle ist dann Kaolinerde, Tonerde mit drinnen, was das Ganze matt macht, deshalb der Name. Und an dritter Stelle kommt dann nämlich schon Carnauba-Wachs. Deshalb fast ein unorthodox wasserbasiertes Produkt. Und dann mache ich gleich nochmal weiter. Wir haben Glycerin ein bisschen mit drinnen, dann Rizinusöl bzw. Castoröl, das kennt ihr aus sehr vielen Produkten. Dann haben wir Reiskleie-Wachs drin. Das ist quasi ein Wachs aus Reisöl. Gefällt mir ziemlich gut, dieser Inhaltsstoff. Den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Habe ich jetzt erst vor relativ kurzem entdeckt. Dann mache ich weiter. Wir haben Olivenöl mit drinnen. Wir haben Sonnenblumenöl mit drinnen. Dann haben wir noch Lavendelöl mit drinnen. Wir haben Zedernholzöl mit drin. Bergamottöl, Zitrusöl, Mandarinenöl und Labdanumöl. Genauso habe ich auch geschaut, als ich das erste Mal gehört habe. War mir vollkommen neu, dieser Begriff. Ist eine Art Harz. Und dieses Harz zusammen vor allem mit dem Limettenöl gibt dem ganzen Produkt auch den Duft. Wir haben was leicht harzig bzw. fast schon an Honig erinnerndes mit einer leichten Limettennote mit drinnen. Wie bei allen O'Dowds-Produkten sind keine extra Parfümstoffe oder sowas hinzugefügt worden, sondern es sind einfach nur die natürlichen Inhaltsstoffe, die dann doch einen etwas intensiveren Duft haben, aber auch nicht zu sehr. Also es sind keine Duftbomben, aber alle Produkte haben eigentlich einen Duft, der relativ lange wahrnehmbar ist. Ihr habt den jetzt nicht 24/7 um die Nase rum, aber immer wieder mal werdet ihr merken, oh cool, ich habe ja noch das Produkt im Haar. So, jetzt komme ich mal zur Anwendung. Ganz kurz, meine Haare sind schon noch ganz leicht feucht, weil bei so festeren, matten Produkten bekomme ich relativ schnell Probleme, wenn meine Haare zu trocken sind mit dem Einarbeiten. Das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viele Haare habe und die zudem auch noch nicht wirklich... Ja, Andi, es tut mir leid. Also, dass ich sehr viele Haare habe und die, wie ihr seht, auch noch ein bisschen wild umeinander sind. Deshalb fällt es mir ein bisschen schwieriger, die in komplett trockenes Haar einzuarbeiten. Generell ist es aber so, je trockener das Haar, umso matter wirkt das Produkt gleich von Anfang an. Jetzt zeige ich euch das mal. Die Entnahme ist, obwohl es nachher so einen guten Halt gibt, super, super easy. Also, total leicht rausgescoopt. Ja gut, Breakdown quasi nicht vorhanden, verreibt sich wie eine Handcreme. Habt natürlich jetzt noch ein paar weiße Rückstände, ist aber kein Thema. Dann schön einarbeiten. Einarbeiten geht einfach, weil meine Haare noch feucht genug sind, aber ich merke jetzt schon, dass da Drive dahinter ist. Also es gibt jetzt schon richtig Halt und ich merke, die Haare ziehen an und ich merke auch jetzt schon diesen Matteffekt. Deshalb werde ich jetzt auch gar nicht so viel mehr Produkt verwenden, denn ich mache jetzt mal wirklich eine richtig schön lockere Frisur. Ihr könntet diese Menge auch wunderbar als Pre-Styler hernehmen und dann einfach noch richtig schön einföhnen. Und dann kriegt ihr nochmal ein tolles Volumen, aber so gut wie gar kein Gewicht. Das ist nämlich ein Produkt, das ist fast schwerelos in den Haaren. Also ihr werdet dann später merken, es ist quasi kaum was. Also es fühlt sich an, als hättet ihr nichts in den Haaren, habt aber dann doch ganz schön ordentlich Halt. Also ihr seht, so wie ich das jetzt mache, einarbeite, langt es nicht, um mir die Locken gerade zu ziehen.
Dafür müsste ich nochmal ganz anders arbeiten. Aber ich kann sie definieren und am Platz halten. Also ihr seht, ich würde es jetzt, sage ich mal, als Business-Look irgendwie in die Richtung könnte man das schon definieren. Ich würde jetzt, weil ich noch ein paar Spitzen habe, die abstehen, noch ein bisschen nacharbeiten, noch ein ganz bisschen, also mit den Fingern noch mal durchgehen. Aber ich muss zum Friseur, das ist ein anderes Thema. Aber ihr seht, es geht ultra fix. Es geht super schnell, sich damit, gerade wenn man mal jetzt nicht so viel Zeit hat, verschlafen oder was weiß ich was, Finger voll, einfach nur schnell in die Haare rein und es sieht ordentlich aus. Es sieht sortiert aus und es sieht gewollt aus. Und das, muss ich sagen, gefällt mir da relativ gut, weshalb ich da auch ein großer Fan von bin. Ja, weil manchmal hat man morgens einfach nicht so ganz die Lust, sich die Haare richtig adrett zu machen und dann denke ich mir, ja komm, jetzt nimmst du einen kleinen Finger davon, sortierst du die Haare wenigstens richtig schön ordentlich und dann sieht das auch nach was aus. Und es sieht nicht so aus, als hätte ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde zu lang geschlafen. Also, Matteffekt, glaube ich, ist auch sehr gut erkennbar. Da ist tatsächlich, es wird nicht stumpf matt, es wird nicht komplett trocken alles, aber ihr habt keinen seidigen Glanz oder so. Das nicht, ihr habt wirklich relativ mattes Haar, aber es wird kein zu trockenes Produkt. Nachstylen bedingt, ich würde, sage ich mal, feuchter Kamm oder leicht feuchte Finger oder so. Das funktioniert, aber richtig viel nachstylen funktioniert dann nicht, wenn ihr nicht noch irgendwie einen Post-Styler oder ein zweites Produkt oben drauf geschmiert habt. Aber so grundsätzlich, ich meine, das hält jetzt wirklich alles am Fleck. Sollte ich jetzt rauskommen in Wind oder so, dann vielleicht nicht mehr so ganz. Aber dann ließe es sich auch wieder richten. Duft, wie ich gesagt habe, sehr, sehr angenehm. Schwirrt ein bisschen umher. Überhaupt nicht zu aufdringlich. Super, super toll. Also insgesamt bin ich tatsächlich auch dank dem Flo ein relativ großer Fan der ganzen Oud-Outs-Produkte geworden, weil die Anwendungsmöglichkeiten verdammt groß sind. Man kann sich da richtig mitspielen und man kann die Produkte kombinieren und dann da nochmal was anderes draus machen. Deshalb gefallen die mir so gut und weil das Ganze auch noch richtig schön nachhaltig gemacht ist, das ist quasi das i-Tüpfelchen obendrauf. Das hat mich nochmal mehr begeistert von der Marke. Solltet ihr Interesse an den anderen Produkten haben, wir haben ein paar jetzt auch schon gereviewt, könnt ihr euch mal auf dem Kanal umschauen. Alternativ natürlich bei uns im Shop, da findet ihr alle Produkte mit Beschreibung und allem. Solltet ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen haben, schreibt uns auf den Social Media Kanälen oder einfach direkt uns an den Kundenservice. Ihr findet alle Infos unten in der Infobox dazu. Und was mich interessieren würde, wie steht ihr denn generell zu diesen neueren, moderneren Marken bzw. Produkten, die jetzt, sage ich mal, auch viel auf Nachhaltigkeit, auf natürliche Inhaltsstoffe setzen? Da würde mich eure Meinung zu mal sehr interessieren. Das war's dann jetzt von mir und dann sage ich ciao, servus, euer Max.